Während man bei anderen Parteien erstmal ins Grundsatzprogramm schauen muss, um herauszufinden, in welche politische Richtung sie gehen, macht es die Linke einem sehr einfach. Da ist die politische Richtung schon direkt im Namen drin. Aber was sollte man noch über die Linke wissen, außer dass sie links ist? Darum geht's jetzt. Wenn man es sich einfach machen möchte, dann geht man auf Wikipedia, gibt dort ins Suchfeld die Linke ein und ist dann direkt fehlgeleitet. Denn unter Gründung steht dort 16. Juli 2007. Das ist zwar nicht ganz falsch, aber irgendwie auch nicht ganz richtig. Denn streng genommen gibt es die Linke schon viel länger. Nur aufgespalten in zwei verschiedene Parteien, nämlich die PDS und die WASG. Fangen wir vielleicht mal an mit der PDS und gehen dafür zurück ins Jahr 1989. Damals, und das wisst ihr wahrscheinlich, ist Deutschland noch aufgeteilt in die Bundesrepublik und in die Deutsche Demokratische Republik. Mit der Deutschen Demokratischen Republik der DDR sieht es gar nicht gut aus. Die Menschen gehen in Massen auf die Straßen und protestieren gegen das System, das de facto eine Diktatur ist. Die Wirtschaft ist am Boden und langsam kapiert auch die Staatspartei, dass es so nicht weitergehen kann. Die Staatspartei ist die SED, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Sie hat jahrzehntelang regiert, und zwar allein regiert. Sie hat einen Alleinherrscheranspruch und den hat sie auch die ganze Zeit durchgesetzt. Aber mit dem schleichenden Ende der DDR kommt auch das schleichende Ende der SED. Die SED sagt, so kann es nicht weitergehen, und sie reformiert sich, und zwar grundlegend. 95% der Mitglieder treten aus. Die SED sagt, okay, unser Ideal ist jetzt die Demokratie, und sie geht von ihrem Alleinherrscheranspruch weg. Also quasi ein Wandel um 180 Grad. Und damit das auch nach außen sichtbar ist, benennt sich die SED um in PDS, nämlich die Partei des demokratischen Sozialismus. Laut ihrem neuen Programm ist die PDS eine Partei, die sich gegen Kapitalismus stellt, die sich für Frieden einsetzt, für Solidarität und in der nicht wenige Mitglieder immer noch vom Sozialismus träumen. Mit diesen Träumen wird es aber nichts. 1990 kommt die Wiedervereinigung und die PDS überlebt diese Wiedervereinigung, tritt auch bei den gesamtdeutschen Wahlen an. Zumindest im Osten ist sie auch sehr erfolgreich und wird dort von vielen Leuten gewählt. So richtig durchstarten kann die PDS im Westen aber auch Jahre später immer noch nicht. Und da kommt neue Hoffnung auf. Hoffnung in Form einer neuen Partei, nämlich der WASG, der Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit. Das ist eine Partei, die vor allem von ehemaligen SPD-Mitgliedern und von Gewerkschaftern gegründet werden. Leute, die unzufrieden sind mit der Politik des damaligen SPD-Bundeskanzlers Gerhard Schröder. Der hat nämlich ein großes Reformprogramm auf den Weg gebracht, die sogenannte Agenda 2010. Und gegen diese Agenda stellen sich einige und sagen, wir sind so dagegen, dass wir eine eigene Partei gründen. Und weil die WASG ein ganz ähnliches Programm hat wie die PDS und vor allem im Westen erfolgreich ist, sagt sie zur PDS, die im Osten erfolgreich ist, wollen wir nicht zusammen Wahlkampf machen, nämlich bei der Wahl 2005 zum Bundestag. Das machen sie dann auch, es läuft richtig gut, beide Parteien werden gemeinsam in den Bundestag gewählt und beschließen im Jahr 2007, eben an jenem 16. Juli, der bei Wikipedia steht, wir werden eine Partei. Wir verschmelzen zu einer neuen Partei namens Die Linke. Die Linke, eine Partei, die sich von Anfang an eher als Oppositionspartei versteht, wenn es um die Bundesebene geht und auch in der Opposition bleibt. Erst nach und nach ändert sich das, ändert sich auch die Haltung verschiedener Parteimitglieder und jetzt, aktuell bei den Bundestagswahlen, sagt man durchaus, wir könnten uns ein rot-rot-grünes Regierungsbündnis vorstellen, also ein Bündnis aus SPD, Linke und Grünen. Also da ist durchaus ein Wandel vollzogen worden, aber die Frage ist natürlich, für was steht die Linke denn eigentlich grundsätzlich? Ja, und da stehen wir jetzt erstmal wieder vor dem allgemeinen Problem, dass der politische Begriff links in ganz viele verschiedene Richtungen definierbar ist. Links kann jemand sein, der sozialistisch denkt oder auch kommunistisch denkt, kann aber auch jemand sein, der in einer Gewerkschaft ist. So ganz allgemein kann man sagen, linke Politik ist in der Regel kapitalismuskritisch, sie ist sozial orientiert und sie steht für Solidarität. Was das genau für die Partei Die Linke bedeutet, das steht in ihrem Grundsatzprogramm direkt schon in der Präambel, also der Einführung. Da heißt es, wir verfolgen ein konkretes Ziel. Wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der kein Kind in Armut aufwachsen muss, in der alle Menschen selbstbestimmt in Frieden, Würde und sozialer Sicherheit leben und die gesellschaftlichen Verhältnisse demokratisch gestalten können. Um dies zu erreichen, brauchen wir ein anderes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, den demokratischen Sozialismus. Demokratischer Sozialismus. Das ist ein Begriff, den man unter anderem auch im Grundsatzprogramm der SPD findet. Wenn ihr wissen wollt, wie die SPD das definiert, dann klickt einfach oben auf das i, da habe ich euch was verlinkt. Wie das für die Linke konkret aussieht, auch das schreibt sie in ihrem Grundsatzprogramm.
Individuelle Freiheit und Entfaltung der Persönlichkeit für jede und jeden durch sozial gleiche Teilhabe an den Bedingungen eines selbstbestimmten Lebens und Solidarität und Unterordnung der Wirtschaft unter die solidarische Entwicklung und den Erhalt der Natur. Diese Ziele will die Linke in einem Prozess umsetzen, an dessen Ende eben der demokratische Sozialismus steht. Aber was bedeutet das ganz konkret politisch? Wie sieht es aus mit der Bundestagswahl 2017? Was hat die Linke davor? Eine Wahl, bei der sie übrigens antritt mit 2 Spitzenkandidaten, nämlich mit Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch. Schauen wir doch einfach mal ins Wahlprogramm. Sozial, gerecht, Frieden für alle. Das ist der Titel des Wahlprogramms 2017 der Linken. Und direkt am Anfang steht auch schon das, was man zentral erreichen will, nämlich, Zitat, eine Gerechtigkeitswende. Und diese Gerechtigkeitswende, die zieht sich auch durch alle Bereiche. Zum Beispiel erstens durch die Innenpolitik. Da sagt die Linke, wir wollen mehr für Familien erreichen. Wir wollen mehr Kindergeld und wir wollen eine flächendeckende Ganztagsbetreuung. Mehr für Studenten, nämlich höheres BAföG, das man nicht zurückbezahlen muss, und mehr für Rentner, nämlich eine höhere Grundsicherung. Außerdem will man das mehrgliedrige Schulsystem abschaffen und eine Einheitsschule. Und das ist ganz zentral, die Linke möchte ein aus ihrer Sicht gerechteres Steuersystem. Mehr Steuern, höhere Steuern für Reiche, weniger Steuern, niedrige Steuern für Arme. Außerdem sollen Vermögen und Erbschaften höher besteuert werden. Und die Linke sagt, wir wollen den Anbau und den Konsum von Cannabis für den privaten Gebrauch erlauben. Zweitens, die Außenpolitik. Da möchte die Linke das, was sie schon im Titel ihres Programms verspricht, nämlich Frieden. Und dieser Frieden soll durch mehrere Dinge erreicht werden. Höhere Entwicklungshilfe, keine Waffenexporte mehr und Abrüstung. Konkret heißt es dazu im Programm: Wir lehnen Aufrüstung, Waffenexporte und Auslandseinsätze der Bundeswehr sowie jegliche deutsche Unterstützung von Militärinterventionen ab. Wenn es um die EU geht, dann sagt die Linke grundsätzlich, wir finden die EU gut, aber sie ist dringend reformbedürftig. Die Linke sagt, wir wollen ein Europa der Menschen und kein Europa der Banken. Es soll mehr für die Menschen in den Mitgliedstaaten getan werden und weniger für die Wirtschaft. Drittens, die Sicherheit. Da gibt es für die Linke ein Einerseits und ein Andererseits. Einerseits sagt die Linke, wir wollen die Bürger schützen vor Terroranschlägen, vor Katastrophen. Andererseits wollen wir das aber nicht durch mehr Überwachung erreichen. Wir wollen keinen Polizeistaat, sondern wir wollen einen Staat, in dem die Polizei sich eher zurückzieht, und trotzdem wollen wir Sicherheit gewährleisten. Viertens, die Wirtschaft. Da ist bei der Linken, die ja eine kapitalismuskritische Partei ist, klar, dass sie weniger auf die Unternehmen und mehr auf die Arbeitnehmer schaut. Sie möchte gute Löhne für gute Arbeit, und das soll durch mehrere Dinge erreicht werden. Unter anderem durch einen verbesserten Kündigungsschutz, durch einen ausnahmslosen Mindestlohn von 12 €, in der Pflege sogar von 14,50 € und für faire Verhältnisse in bestimmten Arbeitsbereichen. Zitat aus dem Programm: Arbeit muss für alle Menschen sicher und unbefristet, tariflich bezahlt, sozial abgesichert und demokratisch mitgestaltet sein. Dazu gehört für die Linke auch, dass Manager künftig nur noch maximal 20 Mal so viel verdienen dürfen wie der am schlechtesten bezahlte Mitarbeiter des jeweiligen Unternehmens. Und fünftens ist dann noch der Punkt Einwanderung. Da geht die Linke so weit wie keine andere größere Partei, die dieses Jahr bei der Bundestagswahl antritt. Sie fordert ein Bleiberecht für alle, und zwar wörtlich. Auch Menschen, die nicht wegen politischer Verfolgung oder vor Krieg geflüchtet sind, sondern aus anderen Motiven einwandern, wollen wir die Möglichkeit geben, in der Bundesrepublik Deutschland zu leben, heißt es dazu im Wahlprogramm. Dazu gehört für die Linke auch ein Stopp aller Abschiebungen, künftig also keine Abschiebungen mehr, ein Bleiberecht für alle und offene Grenzen. Kombinieren möchte die Linke das mit einer Bekämpfung der Fluchtursachen und mit einer verbesserten Integrationspolitik. Aber auch hier muss man jetzt natürlich wieder sagen, das war nur ein ganz kleiner Einblick in das Wahlprogramm der Linken für die Bundestagswahl 2017. Wenn ihr euch dafür noch mehr interessiert, dann schaut einfach in die Infobox, da habe ich euch das komplette Programm verlinkt. Was ihr im Endeffekt daraus macht, ob ihr das gut findet oder schlecht findet, das müsst ihr natürlich selber wissen. Wie bei allen anderen Parteien gibt es hier keine Bewertung, sondern nur ein ganz kurzer Überblick über das, was in den Medien und in den sozialen Netzwerken, in den Kommentaren gelobt wird an dem Programm und was kritisiert wird. Gelobt wird vor allem das, was die Linke in Sachen Familie, Wirtschaft, Arbeit so vorhat, und kritisiert wird, und das zieht sie so ein bisschen wie ein roter Faden durch die Programme der Linken in den vergangenen Jahren, dass man sagt, das ist nur schwer finanzierbar. Da sagen einige Experten, das, was die Linke alles vorhat, das kriegt man mit dem Staatshaushalt nicht wirklich in Einklang, und kritisiert wird auch das, was die Linke vorhat in Bezug auf die Einwanderung. Ein ganz zentraler Satz aus dem Wahlprogramm lautet: Es liegt an uns allen. Wir können das Land verändern. Die Frage, die sich daran anschließt, ist natürlich, traut ihr der Linken das zu?
Glaubt ihr, dass die das Land verändern kann? Würdet ihr sie wählen? Was ist eure Meinung? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Bin gespannt, was ihr so dazu sagt. Und sehr gespannt bin ich auch auf eure Reaktionen auf das, was ganz am Ende dieses Videos kommt, nämlich eine kurze Grafik von Funk, dem Netzwerk von ARD und ZDF. Mein Kanal gehört ab sofort zu Funk und auch meine Facebook-Seite gehört zu Funk. Wie das kam, warum ich mich dafür entschieden habe und was das für euch bedeutet, das habe ich mal in einem Video bei Facebook zusammengefasst. Ich habe euch das unten verlinkt, da erkläre ich alles nochmal ausführlich. Ausführlich geht es auch weiter mit anderen Parteien. Hier neben mir findet ihr ein Video über die Grünen und auch ganz wichtig, oben auf dem i findet ihr den Kanal von Simplicissimus. Die haben auch dieses Video hier für mich gestaltet. Vielen Dank an der Stelle für die tolle Arbeit an die Jungs. Euch danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.